Oh Junge, seit einigen Tagen habe ich wieder richtig Lust bekommen, Sonic Generations zu zocken. Zum Teil auch, weil ich mir auf Steam noch die Errungenschaften holen will, aber nicht nur deswegen. Und ich habe richtig viel Spaß. Shadow? Was macht der denn plötzlich im Intro? Wer jetzt denkt, dass das Fake ist? Nein, das ist echt. Denn dieser Ausschnitt stammt aus dem neuesten Trailer von Sega vom 1. Februar 2024 zu dem kommenden Spiel Sonic X Shadow Generations. Und ich denke mal, der Trailer hat die meisten sicher mehr als gehypt. Insbesondere wegen Shadow. Es gab in der Vergangenheit bereits Gerüchte um ein Remaster des 2011 erschienenen Spiels Sonic Generations und diese haben sich mit diesem Trailer bestätigt. Aber dass Shadow in diesem Spiel eine besondere Rolle spielen wird, das hat bestimmt viele, und dazu zähle ich mich mit dazu, sicher überrascht. Wobei, so ganz unerwartet kam das auch nicht, wenn man bedenkt, dass dieses Jahr der dritte Sonic the Hedgehog Film in die Kinos kommt, wo Shadow auch seinen Auftritt haben wird, und Takashi Iizuka hat im Sommer 2023 in einem Interview, ohne näher ins Detail zu gehen, bereits gesagt, dass er und sein Team Shadow in einem anderen Projekt wieder in den Vordergrund stellen wollen. But do be hopeful for Sonic 3. I think for those who saw Sonic 2, you saw a nice reveal after the credits. Do stay tuned for Sonic 3, and do know that we do want to create a game with Shadow in it for all of our fans in the future. Ich meine, das letzte Mal, dass wir Shadow in einem regulären Spiel spielen konnten, wenn wir mal von Team Sonic Racing absehen, war Sonic Forces. Und ja, es war nur ein DLC mit 3 Stages, die für Episode Shadow etwas angepasst wurden, aber trotzdem. Und das ist schon mittlerweile rund 7 Jahre her. Aber ist schön zu sehen, dass wir nach so einer langen Zeit mal wieder die Möglichkeit haben, Shadow spielen zu können. Und ich bin mir sicher, dass ihr mir zustimmen werdet. Doch, was erwartet uns denn in diesem Spiel? Zum einen eine komplett überarbeitete Version von Sonic Generations mit unter anderem verbesserter Grafik, aber auch sollen zusätzliche Inhalte in dem Spiel mit vorkommen. Was genau, wissen wir noch nicht, aber ich bin da schon mal sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Doch auf was sich die meisten besonders freuen ist, dass man mit Shadow auch einen eigenen Story-Modus mit sowohl eigenen Stages wie Final Chase, wo man sogar den Anfang davon im Trailer sehen konnte, als auch gegen Bosse wie den BioLizard spielt, den es bereits sogar auch schon in der 3DS-Version von Sonic Generations gab. Der Trailer gibt auch einen kleinen Einblick zu Shadows Moveset in dem Spiel, aber was man mit Shadow genau alles machen kann, das werden wir sicher in den kommenden Monaten erfahren. Und ich bin auch jedenfalls gespannt, ob Black Doom, den man im Trailer auch sehen konnte, nur ein regulärer Boss ist oder auch mit der Story selbst was zu tun hat. Natürlich haben sich die ersten direkt gefragt, ob es auch einen Classic Shadow geben wird, was aber so gar keinen Sinn macht, da Shadow ja auch in keinem Spiel der Classic-Ära vorkam, und das war im Übrigen auch der Grund, weshalb Shadow nicht in Sonic Superstars vorkam. Yes, unfortunately, Shadow is not in the game. Sorry, all you Shadow fans. This is a Classic Series game, so do understand Shadow is not a part of the Classic Series. Und auch wenn viele wegen dem Spiel gehypt sind, so gibt es auch zum Teil berechtigte Sorgen, wo ich auch hoffe, dass Sega darauf noch irgendwie eingeht. Viele haben zum einen die Sorge, dass es wieder so verbuggt sein könnte wie bei Sonic Colors Ultimate, wobei dieses Mal das Sonic-Team selbst daran arbeitet und kein anderes Studio. Wobei ich ehrlich gesagt bis auf den einen witzigen Bug in Planet Wisp überhaupt gar keine Bugs gesehen habe. Dann haben einige die Sorge, dass Sonic Generations aus den Stores entfernt wird, wenn der Release des Spiels kurz bevorsteht. Was im Übrigen bei Sonic Origins auch so war. Da wurden die ganzen alten Classic Games circa einen Monat vorher aus den Stores entfernt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Sega das tun wird, weil zweimal Sonic Generations in den Stores, das könnte sehr verwirrend rüberkommen. Aber wir schauen mal. Und wer es gekauft hat, der wird es ja auch weiterhin behalten. Es ist ja nicht so, dass dann das Spiel aus der Bibliothek verschwindet. Und eine weitere Sorge kommt, und das ist jetzt eher für die PC-Version interessant, aus der Modding-Community. Denn Sonic Generations hat eine sehr große Mod-Community, da so ziemlich viele Mods für das Spiel existieren, die das Spiel an sich verändern, HUD-Mods oder auch Stage-Mods wie das bekannte Sonic Unleashed Project. Und es kann passieren, dass die Mod-Entwickler bei Sonic X Shadow Generations komplett von vorne anfangen müssen. Und diese Sorge ist jetzt nicht unberechtigt. Es wäre natürlich blöd, wenn die alles neu machen müssten, aber wir sehen ja dann, ob diese dann auch noch gehen. Jedenfalls bin ich schon gespannt, was am Ende alles im Spiel vorhanden sein wird. Und dieses Spiel wird nicht nur wie bei Sonic Generations für PC, Xbox und PlayStation erscheinen. Nein, es wird auch einen Release für die Nintendo Switch geben. Also kann man das Spiel endlich auch von unterwegs aus spielen, was wirklich nice ist. Ich glaube, ich kaufe mir extra noch eine Switch-Kopie davon. Und damit sind wir am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn das eine der wenigen Ausnahmen bleiben wird, dass ich mal über Ankündigungen und oder Trailer zu neuen Spielen was mache, weil ich mich eigentlich ungern spoilern lassen will und deshalb auch solche Trailer prinzipiell meide. Leider hat das hier nicht wirklich geklappt, aber hey, dadurch konnte ich das Video hier produzieren. Schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem Trailer gerne in die Kommentare und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao!